Oft sprechen wir ja über den Innovation- oder den Produktionsstandort Deutschland, aber meines Erachtens sprechen wir viel zu wenig über den Engineering-Standort Deutschland. Wollen wir wirklich führend bleiben in Innovation, Produktion und Wettbewerbsfähigkeit, dann müssen wir auch über den Engineering-Standort sprechen und auch über die Transformation des Engineerings. Denn wenn wir nicht die neuesten und besten Produkte entwickeln, dann werden wir wahrscheinlich sie auch nicht mehr in Deutschland herstellen. Warum das so wichtig ist und warum die Transformation des Engineerings auch ein sehr schwieriges Thema ist, was man auch vielleicht an der aktuellen Transformation der Automobilindustrie sieht, das möchte ich heute mit einer Expertin und Kollegin intensiv besprechen. Das ist die Dr. Anja Schierbaum. Sie ist Kollegin von mir. Wir forschen schon seit locker über 10 Jahre gemeinsam am Themenfeld Systems Engineering. Und heute möchte ich mit ihr einmal darüber sprechen, was ist eigentlich genau Systems Engineering? Warum ist das so wichtig, wenn man das Engineering transformieren möchte, wenn man damit anfängt? Aber auch über Trends, neue Technologien, die man im Systems Engineering einsetzen kann. Das sind alles Themen, in die wir heute gemeinsam reingucken. Und deswegen freue ich mich, dass Anja heute Zeit hat mit mir auf den Tech Talk. Hallo Anja. Hallo Roman. Schön, dass du heute Zeit hast, dass wir mal hier in so einem Videoformat uns austauschen. Ich meine, wir machen das natürlich öfters, das ist vollkommen klar, und sprechen über das Themenfeld und haben auch schon etliche Projekte gemacht. Aber ich glaube, es ist auch nochmal spannend, dass wir und vom Duo heute nochmal Einblick in deine Arbeit, in deine aktuellen Themen gibst und auch das Themenfeld Engineering Transformation, aber auch Systems Engineering insbesondere, dass wir das noch ein bisschen näher beleuchten. Und vielleicht zum Einstieg, was ist eigentlich Systems Engineering? Ja, Systems Engineering, ein Begriff irgendwie sehr abstrakt. Die Idee von Systems Engineering ist ein technischer Problemlösungsprozess von der Idee bis zur Verwendung, bis zur Wiederverwendung mittlerweile und dabei das Gesamtsystem im Blick zu haben. Das heißt, was sind die Anforderungen, was ist das Problem, das ich lösen möchte, wie realisiere ich das, wie teste ich, ob dieses Problem am Ende dann auch wirklich gelöst wurde und wie denke ich das ganze technische System, zum Beispiel eine Waschmaschine, über den gesamten Produktlebenszyklus hinaus. Und dabei denke ich zum einen daran, wie ist das Ganze technisch gelöst, also welche Materialien setze ich ein, welche technologischen neuen Erkenntnisse werden mitverwendet, aber auch, wie gestalte ich mein Projekt, um so ein technisches System zu entwickeln. Wer arbeitet daran mit? Wie ist unser Zeitplan? Was ist unser Budget? Wer ist am Ende unser Kunde? All diese Themen gehören zum Systems Engineering. Ja, das oft zitierte Spannungsdreieck aus Zeit, Kosten, Qualität. Wenn es das nicht geben würde, könnte man jedes Produkt entwickeln, aber am Ende des Tages hat man nur ein bestimmtes Budget und man hat auch nur ein bestimmtes Zeitfenster und muss dann die Qualität auch sicherstellen. Und da hilft Systems Engineering. Also man betrachtet das gesamten System-Lebenszyklus eigentlich mittlerweile dabei. Und das macht die Sache so kompliziert und so komplex. Aber das war ja schon immer so. Was sind jetzt aktuelle Herausforderungen oder Treiber vielleicht auch der letzten Jahre, die das jetzt noch stärker, diesen Wandel des Engineerings, dass man nicht sagen kann, oh, wir haben halt einfach 10 Fachabteilungen und jeder macht da was vor sich hin und dann wird es am Ende des Tages schon funktionieren. Was sind so Treiber und wie verändern sich auch die Systeme selbst in dem ganzen Themenfeld? Genau, um dieser Fragestellung auf den Grund zu gehen, haben wir 2019 eine große Leistungsstandserhebung, so haben wir das genannt, gemacht, wo wir verschiedene Experten aus Industrie und Forschung gefragt haben, wo entwickeln sich denn eigentlich die Systeme von euch hin? Was sind so Treiber, die euch die Systeme der Zukunft bestimmen und welche Herausforderungen ergeben sich dadurch? Und da gab es so 3 ganz klare Trends, also der Begriff Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Globalisierung sind so die Schlagwörter, die da natürlich auch genannt wurden. Aber denn wenn man sagt, was ist es ganz konkret, dann, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, bei uns in jedem Haushalt, wir schaffen uns eine neue Waschmaschine an und als Kunde ist es unser Wunsch natürlich, die neueste Waschmaschine zu haben. Das heißt, wir wollen, dass sie autonom ist, zum Beispiel ganz alleine entscheidet, wie viel Wasser brauche ich für diesen Waschgang, was ist die optimale Zusammensetzung des Waschmittels. Das heißt, mir möglichst viel abnimmt, dass die ganze Expertise die Waschmaschine übernimmt. Dann möchte ich auch, dass sie vernetzt ist. Ich möchte gerne sie über mein Handy bedienen. Ich denke an ein smartes Home, wo ich eine Photovoltaikanlage drauf habe, wie toll, also wie jeder wünscht sich, dass dann natürlich der Strom optimal genutzt wird, aber auch die Frage, wie bin ich mit meinem Handy vernetzt, kann ich einfach meine Waschmaschine starten von zu Hause aus, also all solche Themen. Und als Unternehmen stellt sich dann natürlich die Herausforderung, wie entwickle ich solche Funktionen? Das heißt, ich habe nicht nur
die Waschmaschine als Aufgabe, sondern ich muss verstehen, wie funktioniert ein Haushalt, wie agieren die Menschen mit dieser Waschmaschine. Ich bin auch nicht der Hersteller von der PV-Anlage zum Beispiel. Das heißt, wie definiere ich diese Schnittstellen, dass ich doch optimal diese Energie nutzen kann tagsüber. Das heißt, ich muss über mein Unternehmen hinausdenken. Ich muss das Gesamtproblem des Kunden viel stärker in den Fokus nehmen. Und dafür, um dann dieses Problem zu lösen, brauche ich natürlich auch verschiedene Experten. Also ich brauche Experten aus dem Maschinenbau, aus der Konstruktion. Ich brauche Softwareentwickler. Ich brauche aber auch UX-Experten, die verstehen, dass so eine Waschmaschine trotzdem einfach hingestellt werden soll und ich möchte sie direkt benutzen und nicht erstmal ganz viele Betriebsanleitungen lesen, ähnlich wie mit dem iPhone, einfach loslegen. Und diesen Anspruch haben wir ja an eigentlich jedes technische System und gleichzeitig soll es aber möglichst viel an Funktionalität bieten. Ja, absolut. Es gibt ja so einen auch sehr sperrigen Fachbegriff, der kommt aus den USA, der wird oft genutzt, im Deutschen relativ falsch übersetzt. Man spricht immer vom System of Systems in dem Kontext. Also man würde sagen, so ein Gesamtsystem entsteht eigentlich durch eine Vielzahl mehrerer Systeme, die im Verbund funktionieren können, aber die Systeme können auch selber für sich funktionieren. Das ist grundsätzlich sehr abstrakt, aber wenn man sich gehen wir aus dem Haushalt mal weg, gehen wir mal auf die Straße, da kann man sich das aktuell besser vorstellen, über das autonome Fahren nachdenkt. Wir haben ganz viele Fahrzeuge, alle für sich sind autonom, wurden auch von verschiedenen Herstellern funktioniert, aber es gibt dann immer noch zum Beispiel eine Konvoibildung, die als System of System dann irgendwie existieren muss. Und die Frage stellt sich immer, wer entwickelt das dann, ne? Dass das dann auch funktioniert, das ist rein durch Schnittstellen gemacht. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das Thema Autonomie, vielleicht können wir dazu einmal noch mal kurz sprechen, weil ich das ganz spannend finde. Wir hatten ja neulich ein Video gemacht zu Tesla, zu dem Tesla Robot Event, wo es ja viel um Autonomie ging. Das ist, glaube ich, ganz spannend, hatte ich ja mit Tommy gemacht, weil es uns einfach auch sehr bewegt hat, das ganze Thema Autonomie wirklich als Lösung zu verstehen, weil es natürlich eine hohe Komplexität hat. Wir sprechen oft darüber. Haben wir das dann noch weiter untersucht? Welche sind so die wesentlichen Herausforderungen, wenn ich mich mit autonomen Systemen beschäftige und diese gestalten möchte? Ja, wenn ich an autonome Systeme denke, dann muss ich natürlich, erwarte ich, dass sich ein System selbst an bestimmte Situationen anpassen kann. Das heißt, das System kann selber lernen, selber Entscheidungen treffen und diese Intelligenz muss ich ja irgendwie mitdenken in meinem Entwicklungsprozess. Und das ist natürlich erstens sehr abstrakt, zweitens brauche ich verschiedene Fachexperten, die das Ganze mit mir durchdenken und das dann mit einzuplanen, wie teste ich dann auch so ein autonomes Verhalten. Ich muss ja trotzdem sicherstellen, egal ob bei einem Fahrzeug oder bei einem Mähroboter, dass der dann am Ende auch sicher ist und zuverlässig ist. Und das sind alles Herausforderungen, die ich aber schon frühzeitig in meinem Engineering-Prozess mitdenken muss, mit einbeziehen muss. Und da dann die richtigen Methoden zu haben, das Ganze auch wirklich nachvollziehbar zu haben und sicherzustellen, dass ich da auch als Lösungsanbieter auch sicher bin, dass meine Lösung auch dann sicher auf dem Markt ist. Und dann sind wir eigentlich jetzt schon bei dem Wandel, bei der Transformation. Also unser geschätzter Kollege von mir, Professor Albers aus Karlsruhe, den kennst du ja auch sehr gut, der sagt ja immer, wir können nicht die Systeme des 21. Jahrhunderts mit den Methoden des 20. Jahrhunderts entwickeln. Da hat er natürlich vollkommen recht. Das ist ja auch das, was in unseren Studien immer wieder, die wir hier auch verlinken können, in unserem Video festgestellt haben, dass wir tatsächlich viel über die Produkte, über die Systeme sprechen und nachdenken und wir müssten das so und so machen und dann aber eigentlich deswegen daran scheitern an manchen Stellen, weil wir zu wenig investieren in das Engineering selbst und die Transformation des Engineering selbst. Was sind so Trends, die du siehst jetzt gerade, die wichtig wären? Also nicht im Sinne von Trend, weil es schön ist, sondern wo man schon sagt, technologisch, aber auch methodisch sind es Dinge, wo wir im Engineering auch gerade in Deutschland vielleicht, so auch aus den Studien gesehen haben, besser werden könnten, weil wir da eben vielleicht nicht der Benchmark sind. Wenngleich auch, das kann ich auch sagen, fast alle unsere Studien bestätigen, dass wir eine führende Position im Engineering nach wie vor haben und ich renne durch die Gegend und sage, ja, wir müssen was tun, das findet zum Teil nicht Gehör. Das ist etwas frustrierend, weil wir sagen ja nicht, weil hier Stand jetzt ist, sondern unsere Aufgabe ist ja zu gucken, wo stehen wir in 5 bis 10 Jahren und ich finde, das sind die Zeichen schon sehr klar auf Ausrufezeichen zu setzen. Das wird nicht einfach so weiterlaufen, diese Engineering, diese führende Stellung, die wir in Deutschland haben. Also was sind so die Punkte, wo du sagst, da müsste man eigentlich ansetzen bei der Engineering Transformation? Ja, also unsere Studie hat auf jeden Fall gezeigt, dass ein großer Treiber oder ein wichtiger Begriff das ganze Thema Agilität ist. Also auch Flexibilität, Wandlungsfähigkeit, auch im Engineering-Prozess. Also der nicht Organisation nur selbst. Der Organisation selbst, nicht des Systems, sondern auch der Organisation.
wie schaffe ich es, wendig zu sein, mich auf neue Anforderungen, auf neue Situationen einzustellen. Es gibt, wir haben das in letzter Zeit oder vor ein paar Jahren jetzt sehr schmerzhaft erlebt, was doch auch Krisen auslösen können, aber auch das Thema Fachkräftemangel, aber auch vielleicht neue Technologien, die auf den Markt kommen. Wie schaffe ich es, wendig zu sein, möglichst gut in einem Teamstruktur schnell in kleineren Entwicklungszyklen Innovationen auf den Markt zu bringen. Also wie schaffe ich es wirklich agil zu sein? Man hört das oft, die Begriffe sehr oft. Wenn man dann aber hinterfragt, merkt man, okay, da ist viel auch noch im wirklichen Doing, im Alltag doch noch viel, dass man dieses Potenzial der Agilität noch nicht wirklich in den Alltag umsetzen kann. Und da natürlich auch in Kombination mit dem ganzen Thema Kreativität, Innovationsfähigkeit, Gesamtsystemdenken, also dieses Gesamtproblem in den Fokus nehmen und dadurch auch wieder neue, innovative Lösungen zu haben. Nicht nur alte Lösungen stetig zu verbessern, sondern wirklich auf ganz neue Ideen kommen, Produkte und Service zusammenzubringen und so wirklich diese Methoden, die es zum Teil schon gibt, aber wirklich auch in den Engineering-Alltag zu übertragen. Und das hat ganz viele Herausforderungen. Also wir sind in festen Teamstrukturen, viele regulatorische Herausforderungen. Wir müssen Nachweise bringen im Entwicklungsprozess. Und dann sollen wir aber gleichzeitig agil und wandlungsfähig sein, sind aber natürlich sehr nachweispflichtig in unserer Dokumentation. Und ich glaube, da hat man dann vielleicht auch den dritten Aspekt, den ich da einbringen möchte, das ganze Thema Digitalisierung und auch vielleicht KI, die uns da helfen kann, auch mühselige Arbeiten auch zu übernehmen, wenn wir sie geschickt einsetzen, wenn wir sie dort einsetzen, wo sie uns was abnehmen kann und dort dann für mehr Raum für Agilität und Innovationskraft und Kreativität schaffen können. Lass uns das gleich noch mal ein bisschen so strukturiert noch mal tiefer reingucken und auch abarbeiten. Ich blende mal das Thema Digitalisierung noch außen vor. Du weißt selber, dass das mein Lieblingsthema ist in dem ganzen Kontext, aber da kommen wir gleich dazu und bleiben mal bei dem methodischen und kulturellen Thema vielleicht auch in dem Kontext. Über Agilität, das ist vollkommen richtig. Eigentlich ist das eine alte Kamelle, wenn man darüber so nachdenkt, wie viel darüber gesprochen wird. Man geht irgendwo dahin und alle sagen, ja klar, wir sind agil und wir haben schon so viele Agilitätsberaterinnen und Berater da gehabt und haben da mal ein Programmchen gemacht und da mal ein Programmchen. Aber das ist ja nicht damit gemeint. Gemeint ist ja im Wesentlichen, und wenn man sich wirklich auch mit agilen Methoden beschäftigt, ist das ja nicht jeder macht, was er will, sondern es ist ja ganz viel Struktur schaffen. Also es geht eigentlich um Struktur, um schnellere Entscheidungen zu treffen und nicht um Struktur, die eigentlich oftmals, wie ich es ja auch tatsächlich selber persönlich oft erlebe und wie es auch in Studien, die eigentlich Entscheidungen verhindern. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, mit dem man sich tatsächlich beschäftigen muss. Und dann sind wir eben beim Systems Engineering weiter weg vom System, was man entwickelt, sondern näher beim System des Engineering-Systems, also dem Unternehmen selbst und der Engineering-Abteilung, wenn es jetzt eine Abteilung ist, aber in der Regel ist es leider auch viel, viel komplexer, die mit reingehen. Welche, sagen wir mal, Methoden, Trends siehst du denn so gerade, um Agilität und Systems Engineering zusammenzubekommen? Oder sind das Themen, die du völlig voneinander trennen würdest? Aus meiner Sicht hängt Systems Engineering und Agilität natürlich sehr stark zusammen, weil wir damit ja den Anspruch haben, technisch komplexe, innovative Systeme auf den Markt zu bringen, egal an welches konkrete Produkt wir jetzt gerade denken. Natürlich kommt einem das vielleicht an einigen Stellen auch erstmal auf den ersten Blick gegensätzlich vor, weil einmal beim Systems Engineering haben wir den Aspekt, wir geben uns sehr viel Mühe bei der Konzipierung. Wir planen erstmal, wer soll das System benutzen, was sind die Schnittstellen. Wir geben uns also sehr viel Mühe vorneweg, sehr viel Energie reinzustecken, damit wir dann hinten raus das perfekte System entwickelt haben. Und bei der Agilität, wie du ja gerade schon sagtest, geht es darum, in kürzeren Zyklen Fortschritte zu machen. Aber gleichzeitig ermöglicht unser Systems Engineering durch den modellbasierten Ansatz sehr schnell Konzepte zu erstellen, mit Kunden zu besprechen, zu sagen, passt das eigentlich zu dem? Ja. Passt unsere Lösung zu dem, was euer Problem ist? Haben wir uns das gut überlegt? Und das heißt, wir haben einen wichtigen Aspekt dann schon mit drin, und zwar diese Verifizierbar- oder Validierbarkeit unserer Idee. Und so glaube ich, dass Systems Engineering und Agilität durch zum Beispiel diesen modellbasierten Ansatz, durch diesen Gesamtsystemansatz die Möglichkeit bietet, auch eine Aufgabe in kleinere Teile zu schneiden und so auch kleinere Teilaspekte schrittweise zu lösen und so da auch genau eine gute Grundlage ist, das gemeinsam zu denken. Ja. Es gibt ja auch so diesen Irrglaube, dass Systems Engineering von systematisch kommt, sondern es kommt von systemisch. Also dass man
versucht, vernetzt und also nicht versimpelt zu denken. Also ich habe immer schöne Beispiele bei den Studierenden, die zum ersten Mal in eine Systems Engineering Vorlesung gehen würden, dann würde man auch nicht zum Hausarzt gehen oder in der Apotheke wird man auch gefragt, nehmen Sie sonst noch andere Medikamente ein? Also man sucht explizit nach Wechselwirkungen, die vielleicht da sind und versuchen, die nicht isoliert zu betrachten. Und daher kommt der Begriff des Systemdenkens ja auch her, diese Abkehr von irgendwelchen isolierten Sichtweisen, sondern tatsächlich das Ganze hier als offene Systeme zu verstehen, die einfach Wechselwirkungen haben. Und bloß wenn man den Fehler nicht findet, heißt es nicht, dass es nicht eine Ursache dafür gibt. Und das sieht man dann ganz oft. Jetzt hast du modellbasiertes Systems Engineering, Model-Based Systems Engineering, MBSE schon in den Mund genommen. Was ist das eigentlich? Ja, die Idee des modellbasierten Systems Engineering ist es, mit Modellen zu arbeiten, um disziplinübergreifend, das heißt in keiner bestimmten Sprache, also wenn wir uns das jetzt so vorstellen, der Architekt hat seine Pläne für ein Haus oder wenn wir an Konstrukteure denken, dann haben wir irgendwie direkt CAD-Zeichnungen vor Augen und da noch eine höhere Ebene zu haben, die die Teilsysteme eines Systems, also wenn wir jetzt an die Waschmaschine denken, das Gehäuse, das Bedienpanel, aber auch alle technischen Lösungen in einer Waschmaschine, die sozusagen die wirklich den Waschgang realisieren, erstmal sehr abstrakt zu denken, lösungsneutral zu denken. Das heißt, was brauche ich? Ich brauche eine Wasserzufuhr, ich brauche eine Benutzerschnittstelle, sehr abstrakt zu denken, die Schnittstellen zu bedenken, aber auch zu schauen, was sind meine Schnittstellen nach außen. Und da gibt es dann modellbasierte Ansätze. Das heißt, ich kann mit ganz einfachen Modellen diese Systemelemente erstmal in Wechselwirkung zueinander betrachten, lösungsneutral und dann schrittweise über den Entwicklungsprozess mit den Lösungen weiterdenken, die richtigen Anforderungen dazu vernetzen und dann durch den ganzen Entwicklungsprozess bis hin, wie teste ich das Ganze, dass ich auch das, was ich mir vorne vorgenommen habe, dann auch realisiere. Und dieses Modell bietet mir da die Grundlage, eine abstrakte Darstellung zu haben, die alle wichtigen Informationen enthält, aber auch alle Details, die nur für einen bestimmten Teil wichtig sind, weglässt. Das heißt, eine möglichst einfache Darstellung, die gleichzeitig natürlich die Komplexität des Systems möglichst greifbar macht. Die auch jetzt nicht die anderen Modelle in der Entwicklung ersetzt, sondern eher ergänzt. Also genau. Ein Kollege spricht immer so vom Kleber. Also das ist eigentlich das Modell, was die Dinge zusammenhält und auch die Links zwischen diesen Modellinhalten eigentlich erstmal zur Verfügung stellt. Du hast gesagt, einfache Modelle. Also sie wirken auf den ersten Blick sehr einfach, weil sie abstrakter sind. Sie, wie soll man sagen, das sind nicht gleich die technischen Details im Vordergrund, sondern es geht ja vor allem um ein Modell, nicht um das System detailliert zu beschreiben, sondern um die Entwicklung besser zu managen, um Fehler schneller zu finden, um Abstimmungen, um Änderungen kenntlich zu machen. Das ist ja die großen Probleme, die wir immer sehen. Irgendeiner ändert was im Laufe des Entwicklungsprozesses. Keiner kriegt es mit oder eine Abteilung, für die es dann relevant wäre, kriegt das gar nicht mit und am Ende des Tages ist das ein Fehler, den man dann erstmal nochmal finden muss, späten raus und muss dann teuer raustesten. Also das sind alles so Dinge, wo Model-Based Systems Engineering im Sinne des Systems Engineering eigentlich die Umsetzung ist. Das muss man ganz klar sagen, dass man das ohne so einen modellbasierten Ansatz ja gar nicht hinbekommt. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem Thema Digitalisierung. Darüber habe ich ja gesagt, wollen wir auf alle Fälle sprechen. Denn das, was wir schon festgestellt haben, was wir auch immer in den Studien sehen, alle sind daran interessiert. Es gibt auch also ich kenne jetzt keinen, also Automotive sowieso nicht, aber kein größeres Unternehmen, die eigentlich nicht Model-Based Systems Engineering einsetzen oder zumindest ausprobiert haben oder auch aktuell wieder irgendwelche Testpiloten laufen haben. In der Software ist das ja sowieso gang und gäbe, aber wirklich auf systemischer Ebene. Also nicht nur in der reinen Softwareentwicklung, wo das anders gar nicht geht, sondern auf der systemischen Ebene. Aber den ganz großen Durchschlag, den sehen wir nicht. Woran könnte das liegen und was könnte Abhilfe schaffen? Also meine Beobachtung, meine ganz persönliche Beobachtung ist, dass Model-Based Systems Engineering manchmal dann auch wieder sehr gekapselt in einer eigenen Blase gesehen wird. Das heißt, wir haben dann Modellierungssprachen wie SysML, die es mir helfen, solche Modelle zu erzeugen. Wir haben Tools, die auch an einigen Stellen für einige nicht besonders zugänglich sind. Das heißt, man muss schon wieder Experte sein, um dieses Tool zu bedienen. Dann haben wir Methoden, also das nennt man das sogenannte MBSE-Dreieck, so nennen wir das. Also eine konsistente Kombination aus dieser Methode, Tool und einer Sprache. Aber tatsächlich, um jetzt wirklich so eine neue Denkweise, eine neue Arbeitsweise in der Organisation zu verwenden, muss ich noch weiterdenken. Ich muss wirklich auch schauen,
was sind die Prozesse, wie nutzen wir Systems Engineering, wer nutzt Model-Based Systems Engineering, wer erzeugt die Modelle, wer liest diese Modelle, wer arbeitet damit, welche Informationen erzeugen wir wann. Und das ist tatsächlich was dann nochmal größer gedacht, aus meiner Sicht dann erst den wesentlichen Durchbruch bringen kann. Also wer braucht welche Kompetenzen? Alleine schon, wie gesagt, es gibt diese Sprache, die jetzt nicht für jeden einfach eingängig ist. Das heißt, man muss sie verstehen, man muss damit arbeiten können, man muss diese Tools bedienen können, aber auch nicht diejenigen, die da vielleicht tagtäglich mitarbeiten, sondern auch diejenigen, die an Schnittstellen zu diesem Model-Based Systems Engineering arbeiten und sich auch Gedanken machen, wie wollen wir diese Modelle erzeugen? Ist es einer, der es macht? Machen wir es gemeinsam in Workshops? Das hängt natürlich auch von der Unternehmensgröße ab und auch von den Informationen, die ich da abbilde. Dann ist es auch sehr viel Fleißarbeit. Also man muss Verlinkungen machen, damit dieses Modell auch wirklich ihren Zweck erfüllen kann. Und um dann diese Verlinkung zu setzen, das sind natürlich viele Klicks, viel Fleißarbeit, die da durchgeführt werden muss. Und dann wird es oft so wahrgenommen, bis sich dann wirklich dieser Nutzen zeigt, muss man erst sogenanntes Frontloading betreiben. Das heißt, man muss erstmal Aufwand reinstecken, damit sich das dann auch wirklich zum Fliegen kommt. Das heißt, das sind für mich so die wesentlichen Aspekte. Also nicht zu gekapselt zu denken, nicht aus dem Model-Based Systems Engineering wieder eine eigene Blase zu machen, sondern wirklich diesen Vernetzungsgedanken in den Fokus zu setzen, die Menschen, die damit arbeiten müssen, mit zu betrachten. Und auch zu schauen, wie wollen wir wirklich als Organisation den Ansatz nutzen und dann auch herauszustellen, wofür bauen wir das Modell auf. Also man macht ja nicht ein Modell des Modell wegen, sondern man hat einen bestimmten Zweck und darauf ist dieses Modell danach ausgelegt und da hat auch jedes Unternehmen vielleicht unterschiedliche Perspektiven. Für einen sind das Thema Safety und Security sehr wichtig, für andere ist vielleicht das Thema SOS, Vernetzung ganz besonders hervorzuheben. Also da sich auch wirklich Gedanken machen, was ist der Nutzen, was wollen wir damit erreichen und das auch immer vor Augen zu führen. Ja, genau, also man muss ja nicht das allumfassende Systemmodell immer aufziehen. Also wir haben tatsächlich sehr viele Partner, mit denen wir tatsächlich nur die Safety-Security-Aspekte eigentlich sehr stark verfolgen, weil die eben auch regulatorisch gar nicht mehr anders zu lösen sind. Also darüber müssen wir leider auch sprechen, dass es wahrscheinlich ohne Model-Based Systems Engineering, das wird viele schocken, weil viele glauben, dass es aber in Zukunft nicht gehen wird. Also ich denke, zum Beispiel in der Automobilindustrie wird man in die Homologation nicht mehr hinkommen. Das wird gar nicht möglich sein und in vielen anderen Bereichen auch. Und dann ist mal wieder so die Rückkehr, so wo kommt Systems Engineering her? So, ich habe immer als Kind schon immer so an Luft- und Raumfahrt dann immer gedacht, aber tatsächlich kommen wir dorthin. Also einen sehr stark regulatorischen Bereich aufgrund von Kosten und Vorgaben, der anders gar nicht zu machen ist aufgrund der Komplexität, die damit verbunden ist. Jetzt hast du viele Themen angesprochen, die würde ich gerne noch mal so ein bisschen mit dir zusammen noch mal abarbeiten. Ein Punkt, den wir alle kennen, alle, nicht nur wir zwei, alle, die im Systems Engineering unterwegs sind, mit MBSE, mit Unternehmen sprechen und sagen, eigentlich der richtige Weg wäre MBSE, dann die Frage wie und dergleichen, aber dann kommt eigentlich immer das Totschlagargument Return on Invest. So, also Frontloading, das heißt, ich muss erst darin investieren und vielleicht zahlt sich's aus. Jetzt haben wir leider in der Entwicklung den Fall, wenn wir eine Entwicklung abgeschlossen haben, dann fangen wir in der Regel die nächste an. Und so historische Daten analysieren oder zu sagen, ich mache jetzt eine Entwicklung mit und eine ohne und das dann zu vergleichen, so wie man es wissenschaftlich sauber machen würde, ist schwierig und kaum machbar. Es gibt aber mittlerweile ja etliche Studien, die das ja auch belegen. Also das will ich auch nochmal sagen, die würde ich auch hier verlinken. Ich habe auch mal durchgefuchst, wo wirklich auch Lockheed Martin als Beispiel in den USA wirkliche Projekte genommen hat über mehrere Jahre für nur eine Komponente, das war in dem Fall eines U-Bootes, und das eigentlich sehr schön diesen Return on Invest auch mal quantifiziert hat und auch gezeigt hat, was tatsächlich die Vorteile sind. Und das bestätigt, was wir immer so aus dem Bauchgefühl letztlich sagen müssen. Da gibt es auch noch andere Studien, die auch sagen, wie viel muss man eigentlich investieren, die immer so auf diesen knapp 10% irgendwie landen. Also das ist eigentlich der Preis für Systems Engineering, wenn man ein komplexes System wirklich entwickeln will. Ansonsten zahlt man hinten beim Testen wahnsinnig drauf. Also Return on Invest war ein wesentliches Thema und dann hattest du eigentlich sehr schön schon zusammengefasst, man muss die Menschen mitnehmen. Das ist ja das, was wir eigentlich auch mal sehen. Die Entwickler und Entwicklerinnen, die sind schon eigentlich sehr gefangen in ihrem Arbeitsumfeld, muss man leider auch so sagen. Und diese Freiheiten und Kreativität, die man vielleicht so idealtypisch dort hätte, da müssen wir eigentlich wieder hin. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Aber durch diese ganze Regulatorik, aber auch durch die Vorgaben, Komplexität, auch standardisierte Unternehmensprozesse machen es nicht einfacher. Auch das ist etwas, was, glaube ich, ganz wesentlich ist, wenn man etwas dann in dem Fall anpasst. So, und das Dritte, und das würde ich gerne jetzt nochmal mit dir vertiefen, es ist viel Arbeit.
solche Modelle zu machen, Traces, Links zu sehen. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Eigentlich Sinn und Zweck, wenn ich das IT-technisch abbilde, dass ich da eine gewisse Automatisierung hinbekomme. Und genau da sind auch Potenziale für KI. Wo würdest du denn momentan sagen, was sind so Use Cases, die dir auch einfallen, KI und im Kontext MBSE tatsächlich auch sinnvoll einzusetzen? Was siehst du auch, was tun wir auch schon in dem Bereich? Was tun andere Unternehmen? Was hast du vielleicht schon gesehen? Ja, also wie ich ja eingangs sagte, so wir haben die Idee, wir haben dann irgendwann konkrete Anforderungen. Was soll meine Waschmaschine zum Beispiel können? Und was wir dann ja immer haben, wenn wir an das Entwicklungs-V denken, ist dann zum Beispiel das Testen. Und im Model-Based Systems Engineering ist das natürlich ein Riesenvorteil, dass wir strukturiert die Anforderungen erheben. Wir können sagen, wo kommen diese Anforderungen her und können dann auch gut ableiten, wie testen wir diese Anforderungen. Und das ist tatsächlich was, wo wir jetzt sehen, da können zum Beispiel Unternehmen KI sehr gut nutzen, indem sie einmal, wie sind die Anforderungen beschrieben? Halten sie sich an sozusagen alle Regeln des guten Requirements Engineerings? Auch die Unternehmensregeln. Es gibt ja auch Unternehmensvorgaben für Anforderungen, die mit Füßen getreten werden oftmals. Genau, aber es sind ganz einfache Sachen. Hier ist jede Anforderung klar definiert, ist sie atomar definiert, aber auch messbar. Also solche Dinge erstmal zu überprüfen, zu lernen aus alten Anforderungslisten, aber auch aus Regularien, an die ich mich stringent halten muss, weil ich zum Beispiel aus dem Medizintechnikbereich bin und mich an sehr viele natürlich Vorgaben halten muss. Das heißt, da aus alten Projekten zu lernen, das Wissen zu filtern, das ist ein Punkt, wo wir sehen, da kann KI unheimlich unterstützen. Ja, und dann dieser Testpunkt, den ich eben schon hatte, mir zu helfen, diese Traceability zwischen welche Anforderungen habe ich und wie teste ich die, also dann die richtigen Testanforderungen zu definieren, Testfälle zu spezifizieren, da auch natürlich jeder Entwickler hat so seine Sprache, ist dann auch vielleicht Experte in seinem Bereich, aber wenn wir jetzt auch wieder an solche Themen wie Fachkräftemangel und solche Dinge denken, müssen wir es trotzdem sehr eindeutig spezifizieren, nachvollziehbar machen und dann da die KI von alten oder von dem Erfahrungswissen sozusagen zu koppeln des einzelnen Ingenieurs. Und es ist ja nicht nur der Fachkräftemangel. Im Endeffekt, wenn man mal guckt, was man im Requirements Engineering im Detail auch macht, sind es Dinge, die von der Komplexität dem Menschen gar nicht liegen. Dieses ständige irgendwie Nachziehen, Überprüfen, das geht, also meiner Meinung nach bei Tausenden von Anforderungen geht das irgendwie nicht mehr. Das heißt, und da helfen ja die Systeme unglaublich. Ich fand auch einen Use Case, den Kollege momentan bei uns macht, nämlich, du hattest es vorhin gesagt, diese ganzen Softwarewerkzeuge. Die sind ja schon eher aus der IT-Welt kommend. Gerade die Editoren, also für SysML als Beispiel, sind in der Regel ja eigentlich UML-Editoren. Da gibt es gute und da gibt es weniger gute, aber alle sind nicht so mega super eingängig. Auch wenn die Sprache an sich einfach ist und simpel, ein paar Sachen muss man sich schon auch aneignen, aber die Tools sind nicht so super. Und der arbeitet jetzt einfach an einer KI-basierten Lösung, um einfach mit natürlicher Sprache diese Tools zu bedienen, um einfach dem Entwickler oder der Entwicklerin die Angst zu nehmen, jetzt so ein System zu nutzen, weil wir brauchen sie nicht nur in der IT, im Software Engineering, sondern wir brauchen sie vor allem im Systems Engineering, in den Systemen. Da sind zum Teil auch viele Ingenieure, die mit IT oder mit Software wenig zu tun hatten in den letzten Jahren und die können wir auch nicht verlieren. Ja. Die können wir eher dadurch, ich will nicht sagen revitalisieren, aber wir können sie empowern, praktisch auch in diese Richtung zu gehen. Wir sehen das ja auch bei uns am Institut, dass wir ganz viele Leute haben, die keine Informatik studiert haben, wahnsinnige KI-Experten sind und in diesen Bereich gehen, weil sie diese Systeme eben nutzen, um sie zu unterstützen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenthema. Und dann gibt es, glaube ich, Unmengen an Use Cases. Du kennst das natürlich, ich sage immer, wir werden ohne KI, Model-Based Systems Engineering, der ganzen Bandbreite gar nicht umsetzen können, weil wir diese Durchgängigkeit, ich meine, da können wir jetzt nochmal 10, 15 Jahre uns auf die Reise machen, dann sind wir vielleicht ein Mühe weiter, aber wir werden dahin kommen, dass wir da eine durchgängige KI-Lösung brauchen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, das ist nur ein Werkzeug. Wir wollen ja, haben wir gesagt, es gibt noch die anderen Modelle, es gibt noch ein PLM-System, Engineering-IT-System. Ich hatte Nico Michels neulich hier zu Besuch, da ist das ja auch schon mal durchgedrungen, wie viele IT-Systeme wir haben. Auch da hilft natürlich das Thema KI, aber natürlich auch das Thema Systems Engineering Abhilfe, wenn wir es zusammenbekommen, da einfach einen Überblick zu behalten. Was würdest du sagen, so zum Abschluss sind die größten Herausforderungen für ein Unternehmen? Du hattest schon über die technischen Punkte gesprochen, lassen wir die mal außen vor, vielleicht mehr so über die Soft Skills, über die weicheren Themen, weil das ist ja etwas, wo wir sagen,
damit muss man eigentlich relativ früh auch starten. Ne? Ja, also ich denke, dieser Begriff Engineering-Transformation, der hört sich natürlich auch sehr groß an. Und da nicht ja, erstarrt vor stehen zu bleiben, sondern zu sagen, okay, wir begeben uns auf diese Reise und das auch wirklich als Reise zu verstehen, verschiedene Aspekte im Blick zu haben, also sowohl jeden Einzelnen aus dem Unternehmen, der das Ganze mittragen muss, das sind kulturelle Themen, das sind Ausbildungsthemen, aber wirklich auch zu sagen, okay, wir gehen diese Reise an, vielleicht erstmal mit kleinen, inkrementellen Schritten, aber wir bewegen uns weiter. Wir probieren Dinge. Es kann auch sein, dass wir an einigen Dingen erstmal experimentieren können oder müssen und vielleicht auch einmal 1, 2, 3 Mal feststellen müssen, okay, so ist es noch nicht der richtige Weg, aber nicht zu sagen, okay, das schaffen wir nicht, sondern da auch mutig zu sein, sich die richtigen Partner zu suchen. Also das war auch ein Feedback, das wir tatsächlich in der Studie auch hatten, das Netzwerk unter den Unternehmen, also auch zu sagen, wir sind hier in Deutschland natürlich eine gute Wissensgemeinschaft, wir können voneinander profitieren und gerade im Themenfeld Systems Engineering kann man voneinander lernen, Best Practices sich anschauen, mutig sein, selber Dinge auszuprobieren, auch zu teilen, Netzwerke zu bilden, mit Forschungseinrichtungen zusammenzuarbeiten. Und da, wie gesagt, auf das Thema Ausbildung, Sensibilisierung für das Thema Gesamtsystemdenken ist das wirklich auch in die Köpfe zu bekommen, auch der Gedanke, dass nicht jeder nur der Wert ist, was er selbst an Wissen hat, sondern das Wissen zu teilen, da ein wichtiger Aspekt, sich da auf diese Reise zu begeben und da ja schrittweise in Richtung Engineering von morgen weiterzuarbeiten und gleichzeitig auch offen zu sein für alles, was sich jetzt noch weiter verändert. Es ist jetzt nicht so, als könnte man jetzt eine Strategie definieren und sagen, okay, die gehen wir jetzt, sondern das ist tatsächlich auch dieser wandelnde Prozess, dass man einfach bereit sein muss, auch immer wieder zu schauen, was bewegt sich jetzt gerade weiter. Ich finde das aber eigentlich gar nicht so verrückt, wenn wir gucken, man geht in die Produktion. Die Produktion schaut in der Regel 1 oder 2 Jahre später anders aus als vor 1 oder 2 Jahren, weil man ständig was optimiert und was verändert. Und im Engineering ist das auch notwendig, da machen wir das auch. Aber da sind die Zyklen zum Teil mittlerweile so kurz geworden, dass wir da gar nicht mehr mithalten und uns dann wundern, warum wir an irgendeiner Stelle es nicht mehr hinbekommen. Und ich glaube, da müssen wir einfach lernen, dass das ganz normal ist, dass es ein Engineering-System gibt, was wir optimieren müssen und in das wir auch investieren müssen. Ich mache ja sehr viel Ausbildung. Also ich bin ja wirklich bei den Studierenden unterwegs. Wir haben aber festgestellt, für die ist das Thema am Anfang relativ komplex. Die haben keine Erfahrung, mittlerweile müssen die Studierenden ja nicht mehr ein Praktikum machen. Wir wissen zum Teil gar nicht, wie das Unternehmen von innen ausschaut. Und dann komme ich und das heißt alles kompliziert. Und man muss bestimmte Methoden machen. Da sehe ich aber schon Erfolge, man kommt da auch aufeinander gut zu. Der Bedarf ist allerdings ja noch viel, viel größer bei den Unternehmen selbst, also in der Weiterbildung. Die Leute haben die Ahnung von den Systemen, die haben die Erfahrung, sie wissen, was gut, was schlecht läuft. Sie haben aber zum Teil einen methodischen Stamm von Jahren her. Und wenn wir jetzt sagen, der entwickelt sich natürlich auch ständig, ist natürlich auch schlecht. Du hast mit einem Kollegen zusammen, habt ihr euch jetzt ein Weiterbildungsprogramm überlegt, um Unternehmen da schneller und einfach und auch sehr unkompliziert zugänglich zu machen als Online-Kurs. Kannst du vielleicht da nochmal 2, 3 Sätze dazu sagen? Wir können das auch dann am Schluss hier in das Video mit verlinken. Ich glaube, das ist ganz interessant. Aber vielleicht kannst du es noch mal sagen, was habt ihr euch dabei gedacht und wie ist jetzt das Ergebnis eigentlich? Okay, ja, sehr gerne. Also genau, das Thema berufliche Weiterbildung ist tatsächlich sehr spannend. Und was wir auch merken, da gibt es verschiedene Themen, die da auch interessant sind. Also genauso, also manchmal ja konkrete Methoden sehr im Detail zu verstehen und gleichzeitig erstmal dieses Gesamtsystemdenken, diese abstrakte Ebene erstmal nochmal zu begreifen, neue Impulse zu bekommen. Und bei dem neuen Format ist es wirklich ein On-Demand-Format. Das heißt, man kann den Systems Engineering-Kurs ganz einfach selbst online durchführen auf unserer Learning-Plattform. Wir haben verschiedene Module definiert, wo man sich selbst, also auch nicht am Stück, sondern schrittweise in seinem eigenen Tempo durcharbeiten kann, wo wir verschiedene Kapitel definiert haben, wo wir gesagt haben, okay, was ist erstmal so das Basiswissen?
Also wie kann ich ganz niederschwellig oder ganz einfach, wenn ich Lust habe, mich weiterzubilden, so wie wir es ja auch vielleicht bei anderen Themen machen, um einfach mal einen YouTube-Kanal zu schauen, wie kann man jetzt ja von uns als Forschungseinrichtung sichergestellt, dass die Inhalte geprüft sind und gut aufbereitet sind, sich einfach in das Thema SE einarbeiten. Also da geht es von, was sind die wesentlichen Begriffe, warum überhaupt das Ganze, bis hin, was gibt es für Standards, was kann ich aus den Standards als wesentliche Punkte rausziehen, aber auch kleine Übungen. Also wir haben tatsächlich so ein Workbook erstellt und jeder, der sich für diesen Kurs anmeldet, bekommt das habe ich gesehen. Das wollte ich gleich klauen für die Studierenden am nächsten Semester. Habt ihr mir viel Arbeit abgenommen. Dankeschön. Ja, und da haben wir auch gedacht, weil manchmal muss man die Dinge dann ja doch auf dem Papier tun. Nee, das ist total cool. Und da haben wir gesagt, okay, wir verbinden das, also ganz einfach, man kann sich da selbst durcharbeiten und hat aber die Möglichkeit, durch so ein kleines Workbook sein eigenes kleines Arbeitsheft zu haben, passend zu meinem Fortschritt und da sich selber durchzuarbeiten. Und das bietet den Einstieg, dann natürlich auch sich zu schauen, welches Themenfeld ist denn für mich jetzt das Konkrete, wo ich mich dann vielleicht noch stärker einarbeite. Ja, absolut. Ja, super. Vielen Dank, Anja. Hat mal wieder total viel Spaß gemacht. Auch nochmal so einen ganzen Überblick. Und ich denke, diese Schulung, die zeigt ja ganz schön, das, was wir jetzt mal in Kürze so besprechen, nochmal natürlich in aller Breite, auch mit konkreten Methoden, Tools, mit denen man dann auch Übungen lösen kann und dann optimalerweise auch in seinen Arbeitsalltag integrieren. Vielen Dank, Anja, für das Gespräch. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß, mal heute in das Thema Engineering Transformation mit dem Fokus Systems einzutauchen. Ich denke, das ist so ein spannendes Thema. Da wird noch so viele Facetten auf uns zukommen in den nächsten Wochen und Monaten. Von daher werden wir sicherlich noch mal reingucken. Aber für heute vielen Dank, dass ihr dabei wart.